Evolar Lightboard Session, heute DHCI, Visan Mesh, wieder zusammen mit Lukas Henning von der VMware. DHCI, Visan Mesh. Ja, Jens, das ist vielleicht ein Thema, das halb neu ist, würde ich mal sagen. Ne? Also deswegen haben wir Visan Mesh hier nochmal ein bisschen in Klammern geschrieben. Visan Mesh kennen wir eigentlich schon seit Version 7. Im 7er, ich glaube mit 7 Update 2 oder so ist das gekommen, als Möglichkeit, Cluster untereinander zu kombinieren. Jetzt mit Visan 8 haben wir das Ganze ein Stück weit erweitert und deswegen passt der Name nicht mehr so ganz. Und unser Marketing hat sich natürlich das wunderschöne Wort Disaggregated Storage ausgedacht. Das ist, die Amis würden sagen, Rolls of the Tongue. Ist natürlich viel, viel einfacher als Visan Mesh, aber es stimmt natürlich, weil wir die Funktionalitäten erweitert haben. Deswegen ist Mesh jetzt ein Teil von Disaggregated Storage oder DHCI, wie wir es auch gerne kurz nennen, was als Funktionserweiterung für Visan jetzt mitgekommen ist. Und vielleicht fangen wir mal ganz links an. Jens, vielleicht erklärst du uns kurz, was ist HCI eigentlich noch? Ja, HCI, der Ältere mit den klassischen Sachen immer, ne? HCI, Hyperconverged Infrastructure, ist die Abkürzung für dieses Three-Letter-Acronym. Ja, auch wieder hier typisch in der Branche. Sehr gut, ja. Wobei wir jetzt hier bei 4 sind. Ne? Aber okay, man erweitert sich ja. Genau. HCI, 4 Server, x86 Grundlage. Das heißt, wir haben die Platten, den Storage selbst in den einzelnen Hosts drin und sind damit in der Lage, aus dem x86 entsprechend hyperconverged alle Funktionalitäten bereitzustellen. Compute, Memory, wie auch den Storage selbst. Compute und Storage quasi in einer Lösung. Genau, das heißt, wir haben hier Compute und wir haben Storage. Und Storage aus der x86-Plattform heraus. Genau. Und wenn wir vielleicht ein bisschen Richtung VMware gehen, klar, wir haben hier oben unsere VMs dann noch drauf laufen, der Compute-Part, wenn man so will. Und Genau. wir bilden dann natürlich über alle Festplatten in dem Cluster unseren Visan Data Store. Genau, das ist die Gemeinsamkeit. Aus allen Hosts heraus wird zusammen der Shared Visan Data Store gebildet. Genau, perfekt. Super. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Wir haben es jetzt Capacity Sharing genannt. Das ist das, was früher klassisch Visan Mesh hieß. Genau. Was machen wir denn da? Also Visan Mesh oder Capacity Sharing hat sich daraus ergeben, dass viele Kunden tatsächlich designtechnisch mal neue Wege gegangen sind, nicht so ein Riesencluster gebaut haben, sondern angefangen haben, mehrere unterschiedliche Cluster zu etablieren und hier auch unterschiedliche Generationen von Clustern zu haben. VMware hat es dann geschafft, über die Technologie, über das Visan Mesh, wie es so schön sagt, ein Netz zu bilden. Das heißt, ich bin in der Lage, aus 2 unterschiedlichen HCI-Clustern die Kapazitäten untereinander zu sharen. Deswegen Capacity Sharing. Das heißt, der eine Cluster konnte das Visan Data Store, entsprechend gegenseitig mounten und so Synergieeffekte nutzen. Das heißt, der eine Cluster war aus, einer ersten Generation, der zweite aus einer zweiten Generation, hat ein komplett anderes Design, Aufbau, andere CPUs, andere Platten. Aber die VMs fühlten sich hier entsprechend mit CPU und Memory recht gut und hatten dann Kapazitätsprobleme. Und so konnte im zweiten Cluster mit einem anderen Design mehr Kapazität mit rein entwickelt werden und auch gekauft werden, welche dann dem alten Cluster zur Verfügung gestellt werden konnte. Ja. Da gibt es einige Use Cases für, die wir hier gesehen haben. Das ist ein guter, auch zum Beispiel, wenn wir vielleicht so einen Hardware-Refresh haben, dass wir sagen, wir bauen lieber doch einen neuen Cluster und gehen nicht Step by Step, dann kann man auch hier den Data Store teilen und zum Beispiel auch einen Storage vMotion zuerst machen, wie von einem Data Store in den anderen und dann später, wenn ich ein Fenster habe, einen deutlich kürzeren Compute vMotion machen und ähnliche Sachen. Ne? Oder auch Balancing überhaupt, weil ich habe verschiedene Anwendungen auf verschiedenen Clustern, kann ja auch gerne mal Lizenzierungsgründe haben, wie wir wissen, und kann dann trotzdem den Data Store nutzen, ne? Weil ich vielleicht irgendwo Platz übrig habe, woanders fehlt er und habe damit eine deutlich höhere Flexibilität am Ende. Und ganz wichtig, beide Cluster, vollwertige eigentliche HCI-Cluster mit Compute und Storage wieder und wir teilen eben die Data Stores. Und bevor wir ganz nach rechts gehen, vielleicht an dem Punkt noch eine kleine Anmerkung. Wir haben ja schon
Videos zum Thema OSA und ESA gemacht. Die neuen Visan-Namen für die klassische Architektur und für die neue Architektur. Und in dem Fall ist vielleicht ganz, ganz wichtig hier dazu zu sagen, das Ganze geht mit OSA und ESA. Und für die Lizenzierung, wir haben hier eben eine vSphere-Lizenz pro, ja, entweder Core, wenn wir die neuen Subscriptions haben, oder eben pro Sockel, wenn wir klassisch sind. Es muss vollwertig Genau. lizenziert sein. Und wir also haben auch, beide Seiten. richtig, wir haben auch die Visan-Lizenz, weil wir beides voll nutzen. Ja, weil jeder HCI-Cluster an sich ja eine eigene Entität darstellt, kann selbst VMs hosten und Storage zur Verfügung stellen. Das Ganze ist jetzt hier ein bisschen anders bei Visan Max. Ja, genau. Visan Max, der neue Produktname, den wir dieses Jahr im Rahmen der US Explore announced haben. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen gereift. Wir warten noch so ein bisschen auf die letzten Details, was zumindest die Lizenzierung angeht. Aber technisch können wir es heute schon ganz, ganz gut vorstellen. Die Idee ist jetzt, ich gebe dir vielleicht die andere Farbe mal noch dazu. Wir haben jetzt hier 2 Cluster und die sind unterschiedlich von ihren Typen her. Und zwar der obere Cluster ist ein Compute-Only-Cluster. Der hat also keine eigenen Disks, keine eigene Kapazität, aber stellt die Compute-Leistung zur Verfügung. Das heißt, da laufen unsere VMs und wir nutzen im Grunde das, was wir hier beim Capacity Sharing schon so halb technisch etabliert haben, nutzen wir jetzt voll und sagen, wir ergänzen diesen Compute-Only-Cluster um einen weiteren Storage-Only-Cluster. Der hat dann entsprechend die Disks, ne? Der benutzt auch Visan, der hat also auch ein vSphere laufen, der hat auch Visan komplett laufen, darf aber keine Kundenfiles betreiben. Das heißt, hier laufen wirklich nur unsere administrativen VMs, die wir brauchen, drauf. Wenn wir zum Beispiel File-Services zur Verfügung stellen, die würden auch lokal auf dem Cluster laufen, aber der nutzt eben, wir nutzen eben diese Kapazität nicht, die Compute-Ressourcen nicht weiter für Kunden-Workloads, sondern nutzen nur die Kapazität und übergeben die über Disaggregated Storage an den eigentlichen Cluster. Das heißt, hier benutze ich dann das Visan-Netzwerk. Richtig. Was ich da hier auch benutzen würde. Genau. Das ist quasi genau dasselbe. Ich habe hier meinen Kernel-Port-Adapter und so weiter und so fort. Bekomme aber den Visan Data Store oder die Visan Services aus diesem Storage-Cluster sozusagen. Genau. Und wenn man es ganz im Detail sagen will, dann ist das sogar tatsächlich, wird der Data Store als Remote Data Store angezeigt, weil Visan weiß, der ist nicht im eigenen Cluster, sondern lebt auf einem anderen Cluster. Aber vom ganzen Doing her, von der Administration her, ist das absolut identisch. Wir nutzen also alle Services, wir nutzen den kompletten Visan Stack, so wie wir ihn bisher kennen, also auch das Policy-Based Management und so weiter. Ist also, als wären die Daten lokal, nur dass sie eben physisch auf einem anderen Server liegen oder auf einem anderen Cluster liegen in dem Fall. Ne? Und wichtig, der ist eben wirklich dann Storage-Only. Wir haben also einen Compute-Only-Cluster, einen Storage-Only-Cluster und trennen damit diese beiden Komponenten und gehen wir von einer High-Level-Logik, würde ich mal sagen, Richtung das storage-zentrische Bild, was wir früher mal hatten. Wir haben jetzt hier im Beispiel natürlich nur ein Cluster dran, da können natürlich viel mehr Compute-Cluster dran. Na? Ist aber auch weniger komplex, weil ich hier entsprechend über das Visan-Netzwerk gehe. Netzwerk spielt ja im HCI sowieso eine große Rolle, genau. Deswegen bin ich hier auch entsprechend performant unterwegs, auch geschützt unterwegs. Und dann nehme ich da Komplexität raus. Ne? Absolut. Also wir brauchen keinen Fiber-Channel, wir brauchen keinen iSCSI oder irgendwas, sondern es läuft ganz normal über Ethernet, ganz normal über unser Visan-Netzwerk, wie das in einem klassischen HCI-Cluster auch schon war. Nur, dass wir dieses Netzwerk eben nach außen an einen anderen Cluster übergeben am Ende. Ne? Vielleicht noch 1, 2 wichtige Punkte an der Stelle dazu. Wir haben ja hier gesagt, das ist OSA und ESA zusammen und wir brauchen beide Lizenzen. Hier ist es ein bisschen anders, hier ist es ESA-only. Das ist ganz wichtig. Ne? Also das geht wirklich nur mit Visan ESA, mit der neuen Architektur. Allerdings wichtig, nur beim Storage Cluster. Okay. Der Compute Cluster, der muss nicht mal vSphere 8 sein. Der kann auch sogar eine 7er Version sein. Sehr gut. Wir haben natürlich ein gewisses Level, ab dem wir es supporten. Aber ich müsste jetzt genau nachkauen. Ich meine, ab 7, Update 2 ist dieses Konstrukt schon so. Ja, das macht es für Bestandsinfrastrukturen sehr interessant. Ja, gerade wenn es um Storage Renewal geht, da macht man sich ja schon Gedanken, was will ich da haben in Zukunft, auf was baue ich. Und in unseren vorherigen Videos haben wir auch festgestellt, die Performance, die Latenz ist hier entsprechend überragend. Und ja, da haben manche Storage-Hersteller schon so ein bisschen Kopfschmerzen mit, glaube ich. Genau. Und was auch noch so ein kleiner Unterschied ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, hier haben wir gesagt, wir brauchen eine vSphere und eine Visan-Lizenzierung. Das ist für den Visan Max Cluster nicht so. Der bekommt eine eigene Lizenzierung. Und zwar werden wir pro
Storage pro Terabyte am Ende lizenzieren. Du kaufst also nicht eine vSAN-Lizenz, eine vSphere-Lizenz, auch wenn beides drauf läuft. Da läuft natürlich ein volles vSphere drauf mit vSAN, aber die Lizenzierung findet eben pro Terabyte Kapazität im Cluster statt, sodass man da auch nicht diesen Overhead hat, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen beide Lizenzen kaufen. Ne? Und der Compute-Cluster hingegen, der braucht nur vSphere. Der ist also ein vSphere-Only-Cluster in dem Fall. Ja, das ist sehr interessant, auch mit der Lizenzierung pro Terabyte, weil man macht sich ja schon Gedanken, wo soll die Reise hingehen. Hier habe ich mit diesen Überkapazitäten oder Unterkapazitäten auch eine Möglichkeit, über Capacity Sharing da zu arbeiten. Und hier kann ich dann, wenn ich wirklich sehr storage-lastig sein sollte oder das feststelle entsprechend, auch entsprechend eine faire Lösung erzeugen, indem ich die Terabytes hier gesondert lizenziere und kann im Compute entsprechend flexibel agieren. Genau. Ist es auch so, dass der Compute-Cluster hier nicht nur Compute-Only hat, sondern wäre es da auch möglich, dass er auch ein HCI-Cluster ist, der selbst Storage mitbringt? Genau, auch das geht. Das ist das Schöne, wenn man sich dieses Bild so anguckt in der Gesamtheit. Solange wir diese Trennung zwischen ESA und OSA dann haben, kann man das auch bunt mischen. Ich kann also einen vSAN Max Cluster mit einem vSAN Cluster zusammen kombinieren. Ich kann in meinem Rechenzentrum diese Capacity Sharing Sachen machen und parallel irgendwo ein vSAN Max Cluster als zusätzlichen Storage, vielleicht auch den über 2 Seiten gespiegelt mit einem Stretch Cluster machen, ne, damit ich da vielleicht eine etwas höhere Sicherheit habe und kann das so, wie das für mich passt und wie das für meinen Use Case am sinnvollsten ist, eben umsetzen. Also am Ende haben wir zu dem, was wir haben, noch eine dritte Variante dazugebracht, die überraschend viele Kunden übrigens gefordert haben und verlangt haben und damit eben die Möglichkeiten, wie wir vSAN als Storage einsetzen können, eben nochmal ein ganzes Stück erweitert. Sehr cool. Also es rundet das Gesamtkonzept wirklich sehr gut ab. Absolut. Ja. Wie immer, neue Technologien brauchen eine Zeit lang, bis sie in den Köpfen ankommen, bis es in den Budgets angekommen ist, bis es berücksichtigt wurde im Design. Von daher freue ich mich da auf die Projekte und ja, wieder eine neue Variante mehr. Man denkt erstmal, okay, das ist aber komplex, wobei ich es nicht so komplex finde, weil man bewegt sich in dem kompletten vSAN-Universum, was hier geschaffen wurde. Und deswegen ist es nicht so komplex, wie es erstmal aussieht. Also von daher beeindruckend. Danke. Ja, gerne. Oh scheiße, ich darf mich nicht bewegen. Das ist scheiße.